Hallo, ich habe im Oktober offensichtlich nicht wirklich geschafft, Videos zu drehen. Ich bin aber noch da und ich habe auch ein bisschen was gelesen und diese Bücher möchte ich euch jetzt vorstellen. Das sind insgesamt 3 Romane und ein Sachbuch. Als erstes habe ich den Roman The Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers beendet. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Sci-Fi-Buch. Mir wurde auch gesagt, dass es in die Kategorie Space Opera gehört. In diesem Buch geht es um die Crew von einem kleinen Raumschiff, das Bauarbeiten im Weltall erledigt. Die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven der Crewmitglieder erzählt. Das heißt, die einzelnen Crewmitglieder lernt man oder habe ich besser kennengelernt. Es sind, glaube ich, 5 Menschen und 3 bis 4 Aliens. Und es geht viel darum, wer die Menschen sind, was sie motiviert hat, auf dieses Schiff zu kommen und auch wie die Beziehungen unter den Crewmitgliedern sind, wie die sich entwickeln mit der Zeit. Und einfach durch die Aliens kamen nochmal Überlegungen dazu, wie so menschenähnliche Wesen sich quasi auch anders gesellschaftlich organisieren können, als es jetzt die Menschen getan haben. Und als zweites habe ich Ball Lightning von Cixin Liu gelesen. Dieses Buch ist auch ein Sci-Fi, aber auf jeden Fall gehört es in eine ganz andere Kategorie. Ich habe es als Printversion vorliegen gehabt, aber ich habe es eigentlich als Hörbuch gelesen. In diesem Buch geht es um einen Typen, dessen Eltern recht früh gestorben sind. Und zwar sind sie von einem Kugelblitz getroffen. Und er nimmt sich daraufhin vor, das Phänomen Kugelblitz, was recht unbekannt ist, zu erforschen. Angetrieben hierbei ist er auf jeden Fall auch durch einen Ratschlag seines Vaters, der sagte, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen, sollte er sich ein großes, weltbewegendes Problem suchen, das seit Jahren und Generationen eigentlich nicht gelöst wurde. Und so würde sein Leben vergehen, während er Spaß hat an seiner Arbeit. Genau das hat also der Junge getan. Er versucht, das Phänomen Kugelblitz zu erforschen. Er studiert Meteorologie und auch Physik und versucht sich so diesem Phänomen zu nähern. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil manchmal habe ich mich gefragt, warum ich dieses Buch überhaupt lese oder höre, denn es ist einfach ein Typ, der sich damit beschäftigt. Es kommt sehr viel Physik hier drin vor. Ich glaube, ich hätte sehr viel lernen können, aber ich habe nicht ganz so genau zugehört bei den physikalischen Erklärungen und zum Teil hätte ich vielleicht auch stoppen müssen und es nochmal lesen müssen oder auch außerhalb recherchieren müssen, um diese physikalischen Überlegungen, die in diesem Buch drin sind, wirklich zu verstehen. Das habe ich nicht gemacht, dadurch habe ich jetzt nicht wirklich Neues gelernt im Bereich Physik, obwohl es vielleicht so ein bisschen ideengebend sein könnte, wenn man motivierter dabei ist. Und so war es einfach nur ein Typ, der sich mit einem Thema beschäftigt, wo jetzt mein Herz nicht unbedingt so aufgeht. Und mir hat so ein bisschen das Ziel gefehlt. Also äh, der Typ interessiert sich nicht sonderlich für seine Umwelt und dadurch ähm, ist so viel, was ich sonst an Geschichten mag, einfach nicht dabei gewesen. Und dadurch hat mir so ein bisschen Empathie für diese Person gefehlt und dann auch das Interesse, wie sein Leben weitergeht. Aber an anderen Stellen konnte ich mit meinem physikalischen Wissen doch anknüpfen und dann fand ich es doch interessant. Oder zum Beispiel zum Ende hin stellen sich auch so forschungsmoralische Fragen für ihn, die ich dann wieder interessant fand. Und so war es gut, dass ich es als Hörbuch gehört habe, weil ich einfach am Ball geblieben bin. Genau, und nicht das Buch zur Seite gelegt habe. So hatte ich insgesamt ein durchwachsenes Leseerlebnis mit diesem Buch. Ich bin aber auf jeden Fall interessiert, noch weitere Bücher von dem Autoren zu lesen. Besonders halt sein erfolgreichstes Werk, The Three Body Problem. Klingt interessant, dass ich Interesse daran hätte, es auch zu lesen. Und als letzten Roman hörte ich Les von Andrew Sean Greer. Hier geht es auch um einen Typen, das ist ein weißer Autor, der bald 50 Jahre alt wird. Er ist recht unzufrieden mit seinem Leben. Seine Autorenkarriere ist nicht ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Also er hat mehrere Bücher veröffentlicht, aber der ganz große Durchbruch war nicht dabei. Und jetzt am Anfang des Buches erhält er auch noch eine Einladung für eine Hochzeit von dem Typen, mit dem er über mehrere Jahre zusammen war.
Und um nicht als Verlierer auf dieser Hochzeit aufzutauchen, nimmt er sich vor, sämtliche Einladungen, die sich in seinem E-Mail-Fach gesammelt haben, anzunehmen, sodass er mit Einladungen zu Geburtstagen, aber auch Vorträgen und Seminaren, die er halten soll, wofür auch bezahlt wird, sich dann mit seinem gesamten Ersparnis so eine kleine Weltreise finanzieren kann. Auch mit diesem Buch hatte ich sehr gemischte Leseerfahrungen. Ich verstehe, dass er unzufrieden mit seinem Leben ist, viele Sachen bereut, wie er sie gemacht hat. Und er hat auch nicht das allergrößte Selbstwertgefühl. Das sind alles Dinge, die ich interessant finde und verstehen kann. Teilweise tendierte es aber für mich zu sehr in so ein Selbstmitleid, was ich nicht so richtig aushalten konnte, dass er so die ganze Zeit nur schlecht von sich geredet hat und so dachte, niemand mag mich und solche Dinge. Das war mir zum Teil ein bisschen zu viel, aber ich habe es als Hörbuch gehört, so dass ich das Buch dann nicht zur Seite gelegt habe, sondern mir weiter vorgelesen wurde. Und dann fand ich es auch wieder interessant. Und es ist ja insgesamt eine Selbsterfahrungsgeschichte, die ich einfach interessant finde. Also das Format oder die Thematik finde ich interessant, besonders weil es hier halt mal nicht um eine 16-jährige Person geht, sondern eine ältere queere Person. Und an solchen Büchern bin ich auf jeden Fall interessiert und gucke, was es da so gerade in letzter Zeit an Veröffentlichungen gab. Das Sachbuch, was ich im Oktober gelesen habe, war das Tagebuch der Anne Frank. Dieses Buch ist ja ein Klassiker, den viele Leute auch in der Schule gelesen haben. Ich hatte seit einiger Zeit vor, es zu lesen. Es lag bestimmt 3 Jahre in meinem Bücherregal, aber ich bin erst dieses Jahr dazu gekommen. Dieses Buch ist, wie der Name sagt, das Tagebuch von Anne Frank, in dem sie sehr eindrücklich, wie ich finde, ihren Alltag beschreibt in diesem komischen Zwischenzustand. Sie musste mit ihren Eltern und einigen anderen jüdischen Personen untertauchen, wegen der Nazis. Und das Leben hat so einen surrealen Charakter irgendwie entwickelt, weil auf der einen Seite wird es besonders von den Erwachsenen als so eine Art Pause vom eigentlichen Leben betrachtet. Also sie warten alle nur darauf, dass sie wieder aus dem Haus auftauchen können und wieder in ihr altes Leben zurückgehen können und reden auch davon, als ob das jeden Augenblick passieren könnte. Und auf der anderen Seite vergeht ja aber auch sehr viel Zeit, was besonders für die Kinder äh, eine wichtige Zeit ist, wo sie sich ja sehr viel verändern, so dass sie nicht mehr ins alte Leben zurückgehen können. Und dieses einerseits ist alles quasi auf Pause und andererseits vergeht aber Zeit, die gelebt werden muss. Diese beiden gleichzeitigen Seinszustände hat sie für mich sehr eindrücklich eingefangen. Ich hatte so 2 Lesephasen, wo ich unterschiedlich auf dieses Buch reagiert habe. Am Anfang, als ich dieses Buch gelesen habe, hat es sich für mich so ein bisschen gezogen. Ich musste mich sehr motivieren, es zur Hand zu nehmen. Ich habe dann tatsächlich auch eine längere Pause gemacht und es jetzt erst im Oktober wieder zur Hand genommen. Und da habe ich es aber in einem quasi am liebsten durchgelesen. Also ich musste mich immer zwingen, es zur Seite zu legen, weil ich andere Dinge machen musste. Und jetzt kann ich gar nicht mehr so richtig verstehen, warum es am Anfang so zäh für mich war. Vielleicht einfach, weil ich die Charaktere besser kannte dann inzwischen und so interessierter an ihnen war und an ihren Beziehungen. Denn insgesamt beschreibt sie einfach sehr viel, wie sie so die Menschen in diesem Haus für sich wahrnimmt. Also so kleine Charakterstudien macht sie zum Teil auch und wie sich so die Beziehungen untereinander entwickeln. Und das sind ja Dinge, die ihr wahrscheinlich wisst, mich sehr interessieren. Und deswegen überrascht es dann auch nicht, dass es mir sehr gut gefallen hat. Unerwartet hat mir auch der Ton sehr gut gefallen, in dem dieses Buch geschrieben wurde. Zum einen ist da immer ist sie so in so einem Zwiespalt zwischen, dass sie eigentlich recht selbstbewusst ist und sich auch recht gerne mag und andererseits aber sehr viel kritisiert wird und auch sich sehr viel kritisiert. Also in einem Abschnitt stellt sie sich so super positiv dar und im nächsten hat sie sehr krasse erhebt sie sehr krasse Anklagen gegen sich. Dieses Hin- und Hergerissen sein
wie sie zu sich selber steht, fand ich sehr interessant. Das hat sehr viel von so der Atmosphäre in diesem Buch geprägt. Und zum anderen beschreibt sie sich selber auch als Klassenclown. Also sie sagt, dass sie so ihre Ängste und ihre Sorgen oft hinter so Witzen und aufgedreht sein und einfach so im extrovertierten Verhalten versteckt. Und zum Teil macht sie das in diesem Buch auch. Also es sind sehr viel. Ich war überrascht, wie viele Smileys ich mir an den Rand gemacht habe, weil ich Stellen irgendwie lustig fand. Nicht unbedingt so Witze, aber sehr viel Sarkasmus ist da vielleicht einfach dabei und das ist so eine Art von Humor, die mir sehr gut gefällt. Womit ich jetzt in diesem Buch einfach nicht gerechnet hatte, sodass mir wieder mal überraschenderweise oder auch nicht ein Klassiker gefällt und ich froh bin, mich endlich daran getraut zu haben. Das waren die Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Wenn ihr noch Fragen zu den Büchern habt, stellt sie mir gerne. Und wenn ihr die Bücher gelesen habt oder zumindest Bücher von den AutorInnen, dann würde mich auch sehr eure Leseerfahrung interessieren. Ansonsten war es das. Bis bald.